Ihr seht es, Buba, wir sind quasi fertig. Der Grund, wieso der Buba überhaupt erst entstanden ist, wir gehen auf Tour. Die Tour heisst Sig Extreme. Circa 2.500 bis 2.700 Kilometer. Wir können live dabei sein. Live heisst wirklich live. Bereit fürs Resümee. Ja. Jetzt kann ich euch mal schnell etwas erzählen. Und zwar, ihr seht es vielleicht, das, was am meisten auffällt, ist hier unsere Schatzkiste. Die ist extrem geschrumpft. Also wir haben die 120 gekürzt. Einfach aus dem Grund, weil es optisch hat das nicht so passt. Irgendwie hat mich das gestört. Da sind jetzt auch bereits da die Halterchen angekommen. Aber ich habe leider gemerkt, das sind recht billige Dinger. Also wenn man die anziehen will, dann spreizt es immer die Bügel auf. Oder? Also da muss ich sicher einmal über die Bücher, das macht aber gar nichts. Da innen sehen wir, er hat jetzt noch ein paar Aluspäne drin, das ist aber auch gleich. Das ist der Kabelkanal bzw. der Kettenschutz. Also der Kettenschutz, der ist fix verschweißt. Also das heisst, wir können in dieser Kiste, ist das ja das Ziel gewesen, dass die wasserdicht ist. Und jetzt können wir quasi in dieser Kiste, bös gesagt, Wasser einfüllen und das hebt. Also das ist alles jetzt geschützt, weil wir müssen ja immer ein bisschen überlegen, da die Ausschnitt, das hat zwei Gründe, und zwar federt das rein ja. Das ist nicht sehr viel, aber immerhin, wenn das, sagen wir mal, in einem grossen Schlagloch 3-4 cm sind, muss man halt gleich überall ein bisschen Platz lassen. Das geilste Feature ist eigentlich das da. Die Fußraster quasi, also die Fußblech sind ja mehr, sind keine Fußraster mehr, die sind auch schon dran. Man sieht, die sind schon rostig. Ich bin mit dem Teil bereits 100 km gefahren, einfach für Testläufe. Das Lustige ist, an dem ganzen Ding ist ja alles erst, ja, punktet würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist noch nicht fertig verschweißt. Also wenn etwas klar hätte, dann hätte sie jetzt klar, und ich habe das Ding wirklich Vollgas getestet. Die Seitenstabis da habe ich jetzt eine Halterung anschweissen. Das ist wirklich das Einzige, was wir an diesem Rahmen geändert haben. Und zwar ist das Thema ja das Lager. Das Lager ist das Einzige, wo quasi der ganze obere Teil, also mich und das ganze Zeug, das da dran hängt, hebt. Also in jeder Kurve kommen da seitliche Kräfte aufs Hauptrohr. Und das geht alles auf das Lager da vorne. Ihr könnt euch vorstellen, da hinten ist Dachs. Und da ist das Lager, also die 60 cm oder was auch immer, hat vorher nur das Lager aufgenommen. Natürlich ganz, ganz übel. Und jetzt hat es auf beiden Seiten so eine Stabi gegeben, von da unten nach da hinten. Das heisst, das hebt jetzt die Achse. Jetzt haben wir hier ein Dreieck, das das Ganze seitlich stabilisiert. Und wir haben gleichzeitig auch noch die Halterung für Kabel, weil natürlich ist die komplette Verkabelung auch gemacht worden. Das heisst, das Licht, das Nattel-Ladegerät und das ganze Zeug, das ist alles fix und fertig. Also das ist das Rolling Chassis im Exzess, kann man sagen. Und das ist hure lustig natürlich, weil ihr seht es, das ist alles noch roh und blank und das eine ist noch ein bisschen chromig und das andere ist noch ein bisschen rostig und so. Das Ding war eingelöst gewesen, oder immer noch, und wir haben das alles fertig gemacht und ich bin wirklich 100 km gefahren. Also das Bild, das war natürlich herrenmässig. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen es ja irgendwie ein bisschen testen, weil 2'500 km ist nicht ganz ohne. Zu dieser Tour, die wir hier vorhaben mit dem geliebten Buba, der Grund, wieso der Buba überhaupt erst entstanden ist, wir gehen auf Tour. Die Tour heisst Sig Extreme. Die beinhaltet Folgendes: wir fahren Ende August fahren wir los. Ich fahre wirklich von der Werkstatt aus fahre ich los. Mit allem, was ich brauche, habe ich dabei. Dann fahren wir ab Glamsec 101. Das ist das 1. September-Wochenende. Dort fahren wir unser Mofa Classic Sprint, das ihr ja auch bewerben könnt. Dann sind wir Freitag, Samstag, Sonntag in Glamsec. Dann am Montag geht es weiter von Glamsec, also Stuttgart, bis nach Hamburg zum Helge.
Das sind, glaube ich, etwa 670 Kilometer in 2 Fahrtagen ist das Ziel. Also das wird noch ein bisschen bissig, 350 Kilometer am Tag mit 45 km/h. Dann sind wir beim Helge, das ist am einem Mittwoch oder Donnerstag, je nachdem. Und dann fahren wir am Donnerstagabend ab als Wheels and Wake. Das ist relativ in der Nähe, sind glaube 130 Kilometer vom Helge weg. Dann sind wir am Wheels and Wake, Donnerstagabend, Freitag, Samstag, Sonntag. Und dort fahren wir ein Strandrennen gegen den Christian. Absolut geil, ich bin noch nie im Sand gefahren, bin auch gespannt, wie das ist. Am Montag fahren wir wieder weiter, und zwar zum Christian in seine Werkstatt. Wenn wir schon mal im Norden oben sind, mit dem Töffli, ich weiss nicht, wie schnell das wieder passiert. Dann sind wir beim Christian 1-2 Tage, machen dort ein bisschen Quatsch und dann fahre ich runter auf Berlin. In Berlin mache ich schnell eine Pause, 2-3 Tage, je nachdem, wie wir zeitlich dran sind, wie gut das gelaufen ist und so weiter. Wenn es größere Pannen hat, dann sind die natürlich gestrichen, die Tage. Und dann von Berlin fahren wir direkt ans Kuhfe. Kultfestival in Ramsen vom Mofa-Kult. Natürlich sind wir dort dabei, ganz klar. Und das Ziel ist es, dass ich an der Eröffnung am Freitagabend dort ankomme. Also direkt von der Tour. Wir haben ca. 2'500 bis 2700 Kilometer ohne das Verfahren. Wir haben 3 Events im Ganzen. Glamsec, Wheels and Wake, Kuhfe. Und wir treffen noch den Helge und den Christian bei ihnen daheim. Ja, und das ist natürlich noch nicht alles. Wir sind natürlich unterwegs und ihr könnt live dabei sein. Live heisst wirklich live. Also ihr könnt auf Instagram, YouTube, Facebook könnt ihr das ganze Zeug mitverfolgen. Also wenn ihr Pannen habt, kann ich dort live gehen, dann sind ihr wirklich live dabei. Das andere ist, wo bin ich? Da haben wir das App Komoot, K-O-M-O-O-T. Wir verlinken es euch unten natürlich noch verlinken. Das könnt ihr herunterladen, gratis. Und dann könnt ihr mir folgen. Das heisst, ihr seht immer ganz genau, ich weiss nicht, auf 5 Meter genau oder so. Also wenn ich irgendwie den Puppe anstelle und am Baum hinterher schiffen, dann sehen ihr das, oder? Ausser ich lasse Natter beim Puppe. Also ihr könnt wirklich live dabei sein. Ihr seht immer, wo bin ich unterwegs gerade. Ich hätte natürlich Freude, wenn die einen oder anderen mal eine Strecke mitfahren. Wir werden das mal ausprobieren. Ich bin unheimlich gespannt, was passiert, was für Storys das durch die ganze Geschichte natürlich wieder gibt. Das wird richtig lustig. Ich hoffe natürlich auch, dass ich ein paar von euch antreffe unterwegs. Wäre natürlich ein riesen Highlight für mich. Hast du so einen kleinen Schirm, den du auf den Kopf aufziehen kannst? Ja, genau. So ein Chinesenschirm, da, so ein Chinesenhut. Regen, das ist so eine Sache. Gell? Ich werde einen Poncho werde ich nehmen. Also nicht Regenhosen und Dings, sondern ein Poncho, irgendwie, ich weiss auch nicht, ein Militärponcho, irgendetwas Gutes, wo ich wirklich über das ganze Zeug bis auf die Füße runter und am besten noch draufstehen, dass wirklich alles geschützt ist. Wir werden es sehen. Für was habe ich alles Platz? Kommt auch noch dazu? Keine Ahnung. Also ich nehme sicher kein Zelt mit, es gibt eine Blache, ein Mätteli, ein Poncho und ein paar Unterhosen. Und wenn es dort irgendwo einen Fluss hat, dann kann ich sie wieder waschen. Oder? Hey, aber wenn es 3 Wochen regnet? Wow, ja, ich hoffe es nicht. Ja. Ich hoffe es wirklich nicht, aber es kann durchaus sein. Es kann absolut sein. Und auch so richtig schlimm, weißt du, so wie jetzt. Ja. Es wär natürlich hässlich. Ich bin jetzt gerade vor 2 Tagen am Abend bin ich auch noch gefahren, weil ich noch ein paar Kilometer machen wollte. Und dann bin ich auch in so einen Vollgas-Sturm gefahren. Also ich konnte nicht einmal anhalten und irgendetwas anlegen. Das ist so schnell gegangen, das sind so grosse Tröpfe gewesen. Es flotschnass, in der Kürze. Klar, es ist hässlich, aber ich sage immer, wenn du mal nass bist, dann ist es scheißegal, dann ziehst du einfach weiter. Ich bin ja wasserdicht. Ja, jetzt zurück zum Höbeli. Ihr seht es da, ich habe schon mal angefangen, so ein bisschen Bieli, Messer, Multitool, da kommt natürlich noch viel mehr Ware her da hinten. Das ist natürlich ganz wichtig, den Platz ausnutzen. Da habe ich jetzt gerade überlegt, ob ich da so einen Ölfächer machen mit der Literdose. Weil es sind 2500 Kilometer, ich schätze, ich komme etwa 200 Kilometer mit dem Tank, sind 8 Liter drin. Ich hoffe, es ist noch schwierig zu sagen, aber ich schätze, ich brauche etwa 5 Liter Öl. Das war einmal so eine grobe Rechnung, die ich gemacht habe. Und ich will das Öl natürlich dabei haben, weil Benzin hat es überall. Aber ihr wisst es, das richtige Zweitaktöl ist absolut maßgebend. Das ist wichtig. Und wenn ich natürlich dann einen Kolbenfresser habe, weil ich irgendwie kein gutes Öl bekomme, dann schießt es mir richtig an, dann werde ich richtig hässig. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Also 5 Liter nehme ich schon mal mit. Das ist gewichtsmässig, macht jetzt das nicht mehr wahnsinnig viel aus.
Ihr habt es gesehen, vorher war die Kiste so hoch, jetzt ist sie 12 cm geschrumpft. Das heisst, ich kann schon mal ein paar T-Shirts und ein paar Unterhosen weniger mitnehmen, dafür aber 5 Liter Öl. Ich werde immer jeweils unter der Woche, also an den Fahrtagen, werde ich draußen schlafen. Also ich nehme Plachen mit, wo ich dann quasi wie ein Zelt mache und neben dem Buba schlafen. Im letzten Reisehobel haben wir das Nattel direkt am Lenker gehabt und dort geladen. Dann war es aber so, nach kurzer Zeit ist das Nattel den Geist aufgegeben. Also man konnte nicht mehr filmen, man konnte nicht mehr fotografieren. Das hat alles nur noch so ein bisschen vibriert, weil das verträgt keine Vibrationen. Das heisst, ich habe es einfach im Hosensack und ich werde es sehr oldschool machen, schauen, wo bin ich, wo ist der nächste Punkt und dann fahre ich dort einfach her. Das gibt dann vielleicht auch im Komoot gibt's dann vielleicht ein paar so lustige Schneckchen, oder? Ich bin sicher, aber das macht gar nichts. Einfach wieder mal back to the roots, oder? Da haben wir natürlich noch ganz ein geiles Ding. Das ist ein originaler VDR-Tacho und 100 km/h. Der ist restauriert und genullt. Also das ist ein mega Special für mich. Ich bin den Helge mal besuchen, dann ist ein riesen Treff und ein Oldtimer, ein Teilemarkt in Bockhorn. Zum Glück bin ich mit dem Flüger gegangen, ich hatte nur Handgepäck. Dort hatte es Zeug. Also ich bin Gott froh. Ich habe dann schon überlegt, dann hat der Helge gesagt, ja, du kannst schon bei mir zwischenlagern und Zum Glück habe ich das nicht gemacht, weil sonst müsste nämlich jetzt, wenn wir auf dieser Tour sind, den halben Karren füllen mit dem Zeug, das ich damals gekauft habe. Aber von denen habe ich ein paar heimgenommen. Das ist mega geil. Der Tacho, der wird eingebaut, sobald ich da losfahre. Also alle Tests, alles nicht. Also ich fahre dann in 0 km ab. Was hat er jetzt drauf? 600 Meter. Mit diesen 600 Meter fahre ich los. Was ich natürlich noch einen Kampf hatte, ist mit dem huren Seilzugstarter. Das war noch eine rechte Katastrophe. Jetzt funktioniert er aber. Man kommt absolut keine Teile mehr über für das alte Modell, sage ich mal, mit dem Breitwandzylinder. Die neuen Modelle sind dann mit dem Beta-Motor. Da kommt man eher noch mal etwas über. Auch das Differential, das ist natürlich auch so etwas. Das Differential haben sie dann abgeändert, was ja nie gut ist. Wenn man etwas ändert, heisst, dass es nicht verhebt hat. Und deshalb, es gibt keine Teile mehr. Und ich mache jetzt nicht nochmal einen zweiten Satz von diesen Kegelrädchen und am ganzen Zeug, sondern ich mache es jetzt ganz einfach. Ich drehen mir ein Teil drehen und natürlich dann ausfräsen, wo ich im äußersten Notfall, ich glaube, es hebt 2500 Kilometer, aber man weiß ja nie, im äußersten Notfall könnte ich das Zwischenstück dann nehmen, Differential raus, Zwischenstück rein, dann sind die Achsen halb fix miteinander verbunden, aber ich könnte immerhin noch heimfahren. Oder? Also ich nehme möglichst wenig mit, ich nehme die Zündung mit, ich nehme den Differsatz nehme ich mit, ich nehme Öl mit, eventuell nehme ich noch einen Ersatzzylinder mit. Schlicht behalten, also auch nicht komplett die Ratchet und alles, weil wir haben da ja die super Victorinox Multitools. Mit dem kann man eigentlich ein halbes Töffel zerlegen, bis auf den Motor. Und meistens ist aus Erfahrung, sind die Anbauteile das Problem, dass etwas abvibriert, dass etwas reißt, dass etwas lädt. Aber der Motor, da bin ich sehr, sehr gute Dinge. Ihr habt ja gesehen, das ist absolut sinnlos massiv, das Ding. Das ist wirklich heftig. Also viel mehr kann man da nicht mehr machen. Genau, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Also die Ute kommt wohl mit, um an den Wochenende das Ganze zu filmen, wenn wir, oder beim Helge, beim Christian, was auch immer. Aber ganz wichtig, also die Fahrzeit, die Tour, die mache ich alleine, weil die Ute, die muss natürlich, wenn wir jetzt als Beispiel von Glemse losfahren, auf Hamburg rauf. Sie muss so schnell wie möglich auf Hamburg rauf, weil sie muss ja die Videos schneiden, dass ihr das möglichst zeitnah auch dann gerade seht, oder? Also das ist nicht so, dass ich ein Begleitfahrzeug habe. Also ich habe auch nicht irgendein Köfferli oder so im Auto. Wirklich absolut rein gar nichts. Das werdet ihr wahrscheinlich dann, wenn ihr das live verfolgt und ich am Abend, wenn ich irgendwo eine grosse Tanne gefunden habe oder eine Buche, dann werdet ihr es dann auch live sehen, oder? Dass das wirklich alles so ist, wie es ist. Oder? Das gibt dann relativ schnell, ist dann das immer ein Puff und eine Katastrophe. Wenn es dann der Deckel, wenn der gleich nicht so dicht ist, wie ich meine zum Beispiel, dann gibt es immer, ja, ich sehe es dann, oder? Es bleibt spannend auf jeden Fall. Aber wichtig, genau, ich bin alles, was ich dabei habe, nehme ich selber mit. Söderli, genug geschwafelt, würde ich sagen, weil ich muss noch ein paar Kilometer schnetzeln. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir ein bisschen fahren. Kommt doch einfach mit.
SUV. Ja, ab und zu wird man halt überrascht. Von ein bisschen Regen. Wir hoffen jetzt, dass es nicht in diesen 3 Wochen lang dann so ist, von unserer schönen Tour, aber es kann natürlich. Aber jetzt weiss ich gerade, was ich brauche. Ich brauche einen Poncho, wo ich am besten unten fixieren kann und kann über mich drüber legen. Nein, sonst zum Fahren ist das wunderbar. Klar, es ist ein 3-Rad, das ist einfach so. In der Kurve, dort hat man halt schnell mal, ist man auf 2 Rädchen unterwegs. Aber sonst mega geil. Läuft schön seine 45, vielleicht 50, wenn es ein bisschen runtergeht. Schön Power. Ich bin mehr als zufrieden. Ja, das ist super. Jetzt gilt es Vollgas, noch die letzten Sachen anschweissen und zerlegen. Dann nach dem Zerlegen komplett alles verschweissen, verschleifen und dann muss das nämlich morgen zum Lackierer. Also, ich habe etwas zu tun, ihr wahrscheinlich auch und ich würde sagen, danke vielmals fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschüss!